Ihr lieben Geschwister, gerne nehme ich die Gelegenheit wahr, um mich mal auf diesem Wege an euch alle zu wenden. Wir leben ja in einer besonderen Zeit, denn wer hätte vor einem Vierteljahr an eine Corona-Pandemie gedacht? Wer hätte daran gedacht, dass dadurch nun das öffentliche Leben, auch das kirchliche Leben, so sehr eingeschränkt ist? Und diese Corona-Pandemie ist ja auch nicht zu unterschätzen. Die Erkrankung Covid-19 kann zu schweren Lungenschäden führen und im Einzelfall, gerade auch im Zusammenwirken mit anderen Krankheiten, sogar zum Tod. Wir wollen also diese Pandemie nicht unterschätzen und wollen uns auch weiterhin darauf einrichten, Schaden möglichst fernzuhalten. Und dann danke ich euch einmal ganz herzlich für euer Vertrauen, das ihr in die Brüder gesetzt habt, für euer Verständnis dafür, dass eben Gottesdienste nicht so, wie wir sie gewohnt sind, stattfinden können. Nun gibt es in diesem unserem Land Lockerungen und fast alle Bundesländer haben auch schon beschlossen, Gottesdienste wieder unter bestimmten Voraussetzungen freizugeben. Wir wollen diese Möglichkeit auch nutzen, um wieder einmal zusammenzukommen. Aber wir müssen natürlich alle Regeln einhalten. Und vor allen Dingen, und das ist mir sehr wichtig, ist es notwendig, dass die Brüder vor Ort die Verantwortung übernehmen. Und ich bitte euch alle, habt Vertrauen auch in die Brüder, die vor Ort die Gottesdienste nun anfangen zu organisieren, um auch alle Dinge dabei im Auge zu behalten. Zu bedenken ist eben auch, dass wir allein in Deutschland in 9 Bundesländern vertreten sind und ganz unterschiedliche Regelungen von den Regierungen herausgegeben worden sind. Ganz davon abgesehen eben auch nochmal das Ausland, das wir betreuen dürfen, und da gibt es auch noch unterschiedliche Regelungen, die zu beachten sind. Deswegen möchte ich ganz bewusst hier auch keinen Startschuss setzen für das Abhalten, für die Durchführung von Gottesdiensten, sondern möchte euch auf diesem Wege mitteilen, dass ich mir frühestmöglich, wenn überhaupt, ab Himmelfahrt, dem 21. Mai, einen Gottesdienst in der Gemeinde wieder vorstellen kann. Aber, ich sage es noch einmal ausdrücklich, das wird nicht in allen Gemeinden, längst nicht in allen Gemeinden möglich sein. Habt Vertrauen, denn die Brüder müssen alles weise und vorsichtig vor Ort organisieren. Und dann, ihr Lieben, ist es eben auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass unser Stammapostel zum Pfingstfest dieses Jahres einen Gottesdienst durchführen wird. Am Sonntag, dem 31. Mai, wird er den Pfingstgottesdienst halten. Es wird eben auch ein digitaler Gottesdienst sein, der weltweit übertragen wird. Er wird den Gottesdienst in Englisch halten. Sein Dienen wird am Altar Satz für Satz in die deutsche Sprache übersetzt. Möglicherweise können wir aber auch zum Pfingstfest Gottesdienste in den Gemeinden anbieten, denn auch unser Stammapostel weist darauf hin, dass überall dort, wo es möglich ist, Gottesdienste mit der Feier des Heiligen Abendmahls zu feiern, diese doch auch durchgeführt werden sollten. Auch wenn er selbst zum Pfingstfest den Gottesdienst hält, so sagt er ausdrücklich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommen könnt, dann tut das doch gerne. Segenshandlungen oder aber auch Sakramentsspendungen werden hier und da erwartet. Und ich kann mir vorstellen, dass schon manche Planungen auch in diese Richtung gehen. Nun können wir Sakramentsspendungen, wenn ich zum Beispiel an die heilige Wassertaufe, heilige Versiegelung denke, aber auch Segenshandlungen, vielleicht zu Hochzeitsjubiläen, nicht durchführen ohne einen Körperkontakt, ohne eine Körperberührung dabei mit einzubeziehen. Wir wollen da keine Kompromisse machen und ich bitte euch sehr herzlich um Verständnis dafür. Wenn euch das nicht recht ist, dann schiebt einfach doch diese Segenshandlung oder das Sakrament doch noch ein bisschen in die Zukunft. Die digitalen Gottesdienste, die werden wir auch weiterhin anbieten, solange wie es notwendig ist. Und nur noch auch ein Gedanken an unsere lieben Urlaubsgäste.
Wir haben gerne Gäste in Nord- und Ostdeutschland. Aber ich möchte euch auch bitten, wenn ihr bei uns Urlaub macht, dass ihr die digitalen Gottesdienste doch auskauft, damit der Platz in den Gemeinden für die Ortsgemeinde zur Verfügung steht. Ihr Lieben alle, wir müssen uns diesen Herausforderungen stellen und ich denke, das tun wir auch alle gerne und auch mit einer gewissen Gelassenheit. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt und dass wir auf diese Weise in Verbindung bleiben. Wann wieder Gottesdienste einmal wie gewohnt stattfinden können, das weiß ich auch noch nicht. Wir legen das in die Hand Gottes, da ist alles gut aufgehoben. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute, bleibt gesund, reichen Segen und bis bald einmal.